Heute gibt es ein neues herzhaftes Rezept für den Omnia-Backofen und zwar Hacknudelauflauf mit Feta überbacken. Ich sag euch, das ist grandios. Für dieses Rezept benötigt ihr eine mittelgroße Zwiebel, 2 Teelöffel Pflanzenöl zum Anbraten, 500 Gramm Rinderhack oder gemischtes Hack, wenn ihr das lieber essen möchtet, 2 Teelöffel Oregano getrocknet, 500 Gramm stückige Tomaten, 350 Milliliter Wasser, 2 Teelöffel Brühe, 2 Esslöffel Tomatenmark, 250 Gramm Röhrennudeln, eine rote Paprikaschote, Salz, Pfeffer und 180 bis 200 Gramm Schafskäse. Als erstes müssen wir die Zwiebeln in kleine Würfel schneiden, also erst schälen natürlich und dann in kleines Würfel schneiden. So, ich habe mir gerade mal überlegt, da passt auch super eine Knoblauchzehe rein oder 2 oder wer will 5 oder 6. Ich habe ja schon Kommentare gehabt, die machen eine ganze Knolle rein. Ich war jetzt gerade in den Zutaten nicht drin, aber macht doch nach Bedarf einfach Knoblauch rein. Der wird jetzt fein gehackt und dann wird der gleich mit den Zwiebeln schön angebraten. Ich denke mal, das passt ganz gut dazu. So, jetzt braten wir das Ganze einmal in der Pfanne an, das heißt die Zwiebeln, den Knoblauch und das Hackfleisch. So, Öl in der Pfanne erhitzen und jetzt kommen die Zwiebeln dazu und kurz danach auch schon der Knoblauch. So, jetzt packt das Hackfleisch dazu. Wundert euch jetzt nicht, wenn ich nicht das ganze Hackfleisch dazu packe, weil mir ist gerade aufgefallen, ich habe 800 Gramm geholt und nicht 500 Gramm, wie erforderlich ist. Wenn ich jetzt nämlich alles dazu packe, dann glaube ich, wird es zu viel. Ich arbeite ja gerade mal mit dem Dream Farm Löffel. Der ist nicht nur so, Moment, super toll geeignet für den Omnia. Der passt da nicht nur so super toll rein. Dafür preise ich den ja auch immer wieder an, dass ihr wirklich darin rein könnt und der genau am Boden ranpasst und ihr den so dranlegen könnt. Sondern der ist auch für Pfannengerichte oder überhaupt in der Küche super geeignet. Also nicht nur für den Omnia, sondern auch, wie ich jetzt hier mache, für die Pfanne. Und ihr braucht auch keine Angst haben, dass der hier unten anbrennt, sondern der ist so stabil gemacht mit dem Silikon, dass ihr keine Angst haben müsst, dass der wirklich anschmort. Und ich habe auch sowohl den grünen als auch den gelben Löffel in Tomatensauce liegen gelassen, richtig so liegen gelassen, um zu wissen, ob der wieder die normale Farbe bekommt. Jo, die sind wieder quietschgelb und froschgrün geworden. Richtiger Lob an die Firma Dream Farm. Aber nur damit ihr auch seht, der ist nicht nur für den Omnia, der ist traumhaft. So, in der Zwischenzeit können wir schon mal die restlichen Zutaten zusammen machen, weil das Hackfleisch gleich dazu kommt. Dafür nehmt ihr die Tomatensauce, also die stückigen Tomaten, mischt das mit dem Wasser. Die Brühe dazu, den Tomatenmark und kräftig noch mit vor allem Pfeffer und ein bisschen Salz würzen. Und da ich mit dem Pfeffer schon mal dran bin, mache ich gleich Hackfleisch mit.
und Salz. Fangen wir gleich hier an. Wegen dem Tomatenmark rühre ich das mal eben ein bisschen kräftiger um mit dem OXO-Handmixer, damit das richtig schön vermengt wird. Ansonsten wäre es nicht notwendig, aber ich habe gerade auch keinen Schneebesen hier und der verteilt alles immer super schön. So. Den Oregano noch zu dem Hackfleisch geben. So. Fertig. Jetzt fügt ihr die Nudeln schon mal hinzu und gleich schneiden wir die Paprikaschoten noch in kleine Würfel. Und zu den Nudeln geben. Das Hackfleisch kommt auch direkt dazu. So, jetzt füllen wir das alles in die Omnia-Form rein. Ich habe hier tatsächlich getrocknete Nudeln drin, das heißt, ich habe die nicht vorgekocht. Und das Rezept ist auch so konzipiert, dass es eigentlich passt für die Flüssigkeit, weil es ist immer ein Problem, Flüssigkeit und frische Nudeln. Deswegen kann ich auch nie ein Konzept geben, wie viel Nudeln auf wie viel Flüssigkeit, weil hier sind auch noch Paprikaschoten drin. Paprikaschoten geben auch noch Flüssigkeit ab. Ihr habt ja noch ein bisschen Flüssigkeit im Petto, weil wir prüfen später nochmal den Flüssigkeitshaushalt der Nudeln. Es ist nämlich unterschiedlich, wie groß eure Paprikaschote war, wie klein eure Paprikaschote war oder auch, welche Nudeln ihr verwendet habt. Denn die nehmen auch unterschiedlich Flüssigkeit auf. Jetzt ist mir doch zum Schluss was durch den Kamin gerutscht. Ja, ich kenne den Trick mit dem Deckel. Aber der Deckel hat auch ein paar Nachteile, dieser Kleckerdeckel. Deswegen möchte ich diesen Tipp hier nicht weitergeben. So, gekleckert habe ich genug. Ich mache die Sauerei gleich sauber und jetzt geht das Ding erstmal auf den Gaskocher. So, aber dafür mache ich den erstmal wieder ein bisschen sauber, weil sonst brennt mir nachher alles unten an und es gibt ekelige braune Fettflecke. Weil ich habe ja genug Sauerei gemacht. So. Das geht jetzt alles für 5 Minuten auf voller Flamme und anschließend nochmal 20 Minuten auf halber Flamme. Zwischendurch machen wir nochmal einen kleinen Check, ob denn die Flüssigkeit auch gut ist. So, jetzt kontrollieren wir einmal den Flüssigkeitshaushalt. Ich habe das jetzt 20 Minuten schon drin gehabt auf mittlerer Flamme. Und hier oben sind die Nudeln noch sehr hart, weil die haben ja wenig Flüssigkeit. Ihr müsst die also auch einmal alles ein bisschen untermischen. Bei mir ist der Flüssigkeitshaushalt sehr gut. Ich brauche halt kein Wasser dazu machen, aber wenn ihr für euch seht, da ist zu wenig Flüssigkeit drin, macht bitte schlückchenweise ein bisschen Wasser dabei. Nicht alles sofort, sondern wirklich schlückchenweise und rührt das einmal um. Ich mache mal die Flamme aus, sonst verbrenne ich mich gleich. Und also einmal wichtig ist, einmal ein bisschen umrühren, damit halt die Nudeln von oben auch gleich gar werden, dass die nach unten gehen. Ihr braucht auch keine Angst haben, dass jetzt der Deckel offen ist und ihr wieder einheizen müsst. Das ist bei Kuchen ganz schwierig, aber bei herzhaften Sachen ist das halt nicht so ein Problem. So, ich mische das mal alles mal ein bisschen unter. So, wenn sich einige fragen, für was braucht man denn den kleinen Dream Farm Löffel, dann hierfür. Der ist nämlich wirklich richtig cool, wenn man
damit Sachen hier unterrühren muss nochmal, dann ist der richtig praktisch, weil der ist ja noch nicht so groß. Wenn ihr den großen jetzt nehmt, dann kann es sein, dass ihr da einiges über den Rand haut und das passiert mit dem kleinen halt nicht so einfach. So. Gut, das sieht jetzt gut aus. Ich lasse das nochmal 10 Minuten drauf und dann wird es alles mit dem Feta-Käse überbacken. Minuten mittlere Flamme. Ja, das Ganze war jetzt nochmal 10 Minuten auf dem Gaskocher. Ja, die Nudeln fühlen sich hier oben auch total schön weich an. Das heißt, sie sind durch und die sind gar. Also machen wir jetzt mal den Feta-Käse da drauf. Ich habe so einen Hunger. Ist klar. Wann geht los? Wenn ich den Feta-Käse drauf gemacht habe und überbacken habe, aber du hältst mich ja gerade auf. Oh, dann gehe ich wieder. Gib mir noch 10 Minuten. Das bekomme ich hin. Glaube ich nicht, aber da vorne gibt es Bananen. Also, wir machen da jetzt den Feta-Käse drauf. Und dann nochmal bitte 10 Minuten einfach überbacken und dann kriegt man eine verfressene Raupe auf Futter. Und jetzt geht das Ganze nochmal für etwa 10 Minuten auf mittlerer Flamme zum Überbacken. So, jetzt sind auch die 10 Minuten um und der Käse ist toll verlaufen. Das riecht total lecker, das riecht total lecker. Das wird lecker und das richten wir jetzt an und dann kriegt auch meine nimmersatte Raupe Futter. Das Rezept findet ihr übrigens in unserem Rezeptbuch Smarte Koch- und Backrezepte aus dem Omnia-Backofen. Da findet ihr, ich sage mal, kalorienreduzierte Rezepte drin. Das ist kein Diätbuch, es ist kalorienreduziert. Das heißt, ihr benutzt weniger Sahne und ich weiß nicht, ihr habt Kochen, Backen und Brotrezepte findet ihr hier drin. Von daher, wir lassen uns das jetzt schmecken und ich rufe jetzt mal meine Bande zusammen. Futter ist fertig! So einen Hunger haben wir. Hast du keine Banane gegessen? Doch, habe ich. Die hat nicht lange gereicht. Die hat nicht lange gereicht. Dann kriegst du auch als erstes ein bisschen. Okay. So. Im Übrigen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, macht die Glocke an und dann erfahrt ihr immer wieder, wenn er so viel Hunger hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.